Wir haben den 4. Dezember und wir sind auf unserer Spanienreise. Und zwar sind wir jetzt in Andalusien. Und wir fahren jetzt den Stellplatz Carpe Diem an, der in der Nähe der Stadt Vera liegt. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Wir haben uns diesen Stellplatz vor etwa 2 Jahren, ich glaube es war kurz nach der Eröffnung, mal angesehen, haben aber auf diesem Platz noch nicht gestanden und das wollen wir jetzt mal nachholen und wollen hier einige Tage auf diesem Stellplatz verbringen. Blick auf die Karte, wo sind wir? Ganz grob würde ich sagen, zwischen Alicante und Malaga liegt diese kleine Stadt Vera, etwas südwestlich von Murcia. Dieser Stellplatz liegt verkehrsgünstig, er ist nicht weit von der A7 entfernt oder der E15 ist es, glaube ich. Also da ist man ganz schnell hier dann bei diesem Stellplatz. Vorne rechts neben der Zufahrt gibt es ein kleines Häuschen, dort ist die Anmeldung. Wir melden uns dort an und man sagt uns, wir sollen bitte über den Platz gehen und einen Platz aussuchen und dann zurückkommen, um dann einzuchecken. Wir haben eingecheckt und erfahren, der Platz kostet pro Tag 10 Euro. Da wir aber eine Woche gebucht haben, zahlen wir 9 Euro. Strom kostet 3 Euro pro Tag. Und für unser Auto, was wir mitgebracht haben und Trailer, zahlen wir jeweils 1 Euro pro Tag. Das heißt, insgesamt zahlen wir 11 Euro pro Tag ohne Strom. Hier auf den Zufahrtswegen ist die Fahrtrichtung vorgegeben, also eine Art Einbahnstraße. So gibt es keinerlei Probleme, dass Fahrzeuge von vorne kommen und man dann irgendwie Schwierigkeiten beim Rangieren hat. Wir hängen erst einmal unseren Anhänger ab und fahren dann auf unsere Parzelle. Die Parzellen sind hier etwa 10 mal 5 Meter groß. Da wir für Auto und für Anhänger jeweils 1 Euro pro Tag bezahlen müssen, bekommen wir auch einen separaten Platz, wo wir das Ganze abstellen können. Dieser Stellplatz hat etwa 60 Parzellen. Alle Parzellen haben etwa die gleiche Größe. Es gibt WLAN hier auf dem Platz, ist allerdings kostenpflichtig. Ich kenne den Preis nicht, da wir das WLAN hier nicht genutzt haben. Wir haben eine Prepaid-Karte, das habe ich glaube ich auch schon in einem anderen Video gesagt. Wir haben eine Prepaid-Karte hier von Spanien, 120 GB für 30 Euro. Am Stellplatz führt eine Straße vorbei. Dort herrscht am Tage normaler reger Verkehr. In der Nacht, also kaum Verkehr, ist es relativ ruhig. Es gibt eine großzügige End- und Versorgung. Hier können 2 Fahrzeuge gleichzeitig end- und versorgen. Und es gibt auch 2 Ausgussbecken, um die Kassettentoilette zu entleeren. Direkt daneben stehen 2 Container mit Toiletten, Duschen, Waschmaschine, Abwaschmöglichkeiten. Duschen kostet 1 Euro. Es gibt einen Platzbereich, der liegt direkt an der Straße. Dort gibt es auch einen Aus- und Eingang. Hier hört man natürlich den Straßenverkehr etwas mehr. Für alle, die gerne ans Meer fahren wollen, es sind etwa 7 Kilometer, ohne Probleme mit dem Fahrrad zu erreichen. Und dort ist man dann am Playa Vera. Dort gibt es einen schönen Sandstrand. Wir haben jetzt ja Anfang Dezember und um diese Jahreszeit sind hier nur noch wenige Menschen am Strand. Hier in Meernähe oder Strandnähe gibt es auch verschiedene Bars und Restaurants.
Fast in jeder Stadt in Spanien gibt es einen sogenannten China-Laden. Dort bekommt man fast alles, was man so für das tägliche Leben braucht. Hier zum Beispiel auch Campingzubehör oder Campingmöbel. Es gibt die China-Läden mit unterschiedlich großem Sortiment. Wem also irgendetwas im Wohnmobil fehlt, der findet das meistens in so einem Laden. Auch Lebensmittel kann man hier kaufen. Es gibt einen gut sortierten Konsummarkt. Wir sind jetzt einige Tage hier auf diesem Stellplatz und haben festgestellt, hier herrscht eine gute Atmosphäre. Wir fühlen uns sauwohl hier. Ja, das ist doch schön, das freut mich. Ja. Und wollt ihr noch länger bleiben? Bis über Weihnachten. Über Weihnachten. Über Weihnachten bleibt ihr hier, ja. Auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, das ist Dann cool. wünsche ich euch noch weiterhin einen schönen Aufenthalt. Danke dir. Danke. Ja, Dito. Neue Kontakte knüpft man gern hier beim Boule-Spielen. Hier gibt es 2 Boulebahnen, die auch ausgiebig genutzt werden. Ich weise immer gerne mal wieder darauf hin, ich empfehle keine Stellplätze, sondern ich berichte darüber. Und was mir gefällt, muss anderen natürlich nicht gefallen. Und jeder hat eine andere Sicht auf die Dinge. Und das ist auch gut so. Ich zeige nur, wie es dort aussieht und mehr sollte es nicht sein. Rita hat immer ein von einem Camper selbst gebautes Equipment dabei. Darüber freut sie sich immer, wenn sie mal wieder Boule spielen geht. So eine Sitzmöglichkeit finde ich immer gut. Hier kann man sich mit anderen Campern zusammensetzen und sich unterhalten oder was trinken. Man stört dann auch keinen Nachbarn. Die Stadt Vera ist nur wenige 100 Meter vom Stellplatz entfernt, also fußläufig ohne weiteres zu erreichen. Und es gibt gleich auf der rechten Seite einen Dia-Markt. Dort bekommt man alles, was man für den täglichen Bedarf benötigt. Es gibt auch einen gut ausgebauten Radweg, um dann schnell ins Zentrum zu kommen. Am Samstag ist hier Markttag in Vera. Wer wissen will, wann hier immer die Markttage in Andalusien sind, der gibt Markttage in Andalusien ein und findet dann die entsprechenden Nachweise, wann wo was ist. Es gibt einen ganz neuen Mercadona Supermarkt und wenn man noch ein Stückchen weiter fährt, dann kommt auch der Discounter Lidl. Jetzt vielleicht noch zu Ausflugszielen hier in der Nähe. Und zwar sehen wir rechts einen Berg mit einer Statue obendrauf. Das ist eine Ausflugsmöglichkeit. Dort kann man bis nach unten an den Berg mit dem Fahrrad von dem Stellplatz ausfahren. Und dann hat man von dort oben eine tolle Aussicht bis ans Meer oder weit aufs Meer hinaus. Ich möchte noch auf ein weiteres Ausflugsziel hinweisen, und zwar haben uns Camperfreunde mitgenommen zu einem Ausflugsziel, das etwa 34 Kilometer entfernt vom Stellplatz ist. Dort gibt es einen Fluss und ein Flusstal, dort kann man drin wandern und das hat uns sehr beeindruckt. An der Straße findet man dort einen Parkplatz. Ich habe die Koordinaten selber ermittelt, hoffe, dass sie stimmen. Und dort kann man parken und dort ist auch ein Einstieg zu diesem Wanderweg. Etwa in der Mitte des Bildes, dort habe ich eine Fläche gelb markiert und dort ist der Einstieg bzw. der Parkplatz. Schon bei der Anfahrt gibt es verschiedene Aussichtspunkte mit Parkplätzen, wo man weit in die Landschaft hineinschauen kann. Der Wanderweg geht bis zur Quelle des Flusses und das Ganze dauert 2-3 Stunden hin und zurück. Man sieht mich hier mit einem Stab in der Hand. Am Ende des Stabes oben ist eine 360-Grad-Kamera angebracht. Damit kann ich Aufnahmen machen wie diese, als wenn vor uns eine Drohne fliegt. Das ist manchmal ganz schön. Dann gibt es interessante Aufnahmen. Wenn man diese Wanderung machen möchte, sollte man einigermaßen gut zu Fuß sein und ordentliches Schuhwerk tragen. Uns hat dieser Wanderweg sehr beeindruckt. Man kann das in Fotos und Videos gar nicht so wiedergeben, wie schön doch dieser Wanderweg ist. Man
Man muss diesen Wanderweg nicht wieder zurückgehen. Es gibt auch einen anderen Weg, den man zurückgehen kann, der aber beschwerlicher sein soll. Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir diesen Weg wieder zurückgehen. Und das war auch kein Problem. Wir danken Monika und Chris, dass sie uns auf dieser schönen Wandertour mitgenommen haben. Jetzt aber zurück zum Stellplatz. Diese Aufnahmen habe ich Anfang Dezember gemacht. Zu diesem Zeitpunkt gab es immer noch freie Plätze. Das hat sich dann aber Mitte Dezember geändert. Dann war der Platz fast immer ausgebucht. Strom gibt es ja hier auf diesem Stellplatz. Er kostet 3 Euro pro Tag und man bekommt 6 Ampere. Viele oder einige versuchen auch ohne den Netzanschluss auszukommen, genau wie ich auch. Hier sieht man mal wieder ein Beispiel, gibt es eine Konstruktion. Ein ehemaliger Ständer für eine Lautsprecherbox wurde umfunktioniert für einen Halter oder zu einem Halter für eine Solarplatte. Bevor es für uns weitergeht, entsorgen wir noch. Man sieht hier den Sonnenschutz an der Frontscheibe, den habe ich nie abgenommen. Man kann auf dem Platz ohne weiteres damit fahren, man kann gut rausschauen. Reinschauen ist natürlich schwieriger. Wir waren 8 Tage auf diesem Stellplatz, haben uns wohlgefühlt, haben für diese 8 Tage inklusive Auto und Trailer 88 Euro bezahlt. Ich habe beim Entsorgen die Roste hochgenommen und habe mir einen entsprechenden Schlauch als Adapter angefertigt. Und so kann ich sauber entsorgen, ohne da irgendwelche Klärereien zu machen. Wir haben unser Auto auf den Trailer geladen und es ist ca. 10 Uhr. Und so starten wir Richtung Süden zu unserem nächsten Ziel. Auch diesen Stellplatz findet ihr auf der Haco Stellplatzkarte und natürlich auch in der Haco App. Die Haco App könnt ihr euch gerne kostenlos runterladen und nutzen. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.